Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen einmal auf den Mietendeckel. Oder, wie der Sozialismus auch sagen würde, geilo! Nach Enteignung und solidarischem Grundeinkommen kommt nun ein weiterer meiner Klassiker. Der Mietendeckel. Wer hätte das gedacht, dass ich, der Sozialismus, es einmal schaffen würde, so en vogue zu werden? Jetzt lachen mich der Kapitalismus und der Turbokapitalismus im Players Club wenigstens nicht mehr aus, denn selbst in den USA reden endlich alle nur noch über mich. Einfach nur geilo. Wer hätte das gedacht nach den Erfahrungen in der DDR, dass ich so ein Comeback hinlegen würde? Jetzt nicht die an der Mauer in meinem Namen erschossen wurden von Leuten, die teilweise bis heute deshalb noch nicht einmal vor Gericht standen, sondern alle anderen, vor allem die Hipster. Da drehe ich doch glatt mal mein Cappy zur Seite, lass mir einen Marx-Engels-Bart wachsen und bin dann sogar Palast der Republik tastisch. Gerade in Berlin durch unseren massiven Wohnungsmangel hat scheinbar die eine oder der andere im Berliner Senat auch mal gegoogelt, um nach Lösungen dagegen zu suchen. Weil aber generell googeln ohne Idee, was man denn eigentlich googeln soll, viel zu anstrengend war, hat dann irgendjemand die Idee gehabt, hey, lass uns mal bei Wikipedia googeln oder noch besser, lass uns einfach mal die Punkte durchkauen, die beim Eintrag über den Sozialismus bei Wikipedia so stehen. Und weil wir nicht schon wieder eine Mauer bauen wollten, übersprangen wir diese Punkte, wie auch das Einsperren Andersdenkender, vorerst und kamen direkt zur Enteignung. Das steht zwar nicht im Zusammenhang mit Wohnungsmangel beim Wikipedia-Eintrag vom Sozialismus, aber hey, das ist Berlin und so ist auch die Enteignung immer noch ein heißes Thema. In Berlin ist am Samstag der Startschuss für eine Unterschriftensammlung gefallen. Damit soll das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen auf den Weg gebracht werden. Die Initiatoren wollen die Wohnungsgesellschaft zwangsenteignen. Ihr gehören rund 160.000 Wohnungen in Deutschland. Für den Antrag auf ein Volksbegehren müssen zunächst 20.000 gültige Unterschriften erbracht werden. Danach könnte ein Volksbegehren und später möglicherweise ein Volksentscheid folgen. Eine vergleichbare Wohnung, wie wir jetzt haben, wäre in der Kaltmiete mindestens 1.000 Euro im Monat teurer. Und mittlerweile sind es sogar über 77.000 Unterschriften, die im Juni dem Berliner Senat übergeben wurden. Damit ist der erste Schritt hin zu einem Volksbegehren geschafft. Was super wäre, wenn es zu einem Volksentscheid würde und dadurch auch nur eine einzige neue Wohnung entsteht. Tut es aber nicht. Denn das Problem an dieser Initiative ist, dass es eben nur die Menschen schützt, deren Vermieter wie die Deutsche Wohnen enteignet werden sollen. Nur wohnen wir knapp 4 Millionen Berliner nicht nur in den 120.000 Wohnungen der Deutsche Wohnen oder den 44.000 Wohnungen der Vonovia. Aber dazu passt auch ein anderes Volksbegehren, das es in Berlin gibt. Nämlich, dass der nicht so ganz anonymen Alkoholiker und Hertha-Fans namens ein halber Liter Bier darf nur 10 Cent kosten. Den Rest übernimmt das Land oder der Bund oder die NATO, können die sich dann selber aussuchen, ist mir egal, wer das bezahlt. Hauptsache, es knallt nur in meiner Birne. Nicht ganz so catchy wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Vor allem weiß niemand, wie teuer eine Enteignung überhaupt wäre. Und nur, falls es jemand vergessen hat, Berlin ist total pleite. Auch ist es das Problem, dass es das Land Berlin selber kaum schafft, noch neue Wohnungen zu bauen. Und wenn dann doch mal der Spatenstich erfolgt ist, dauert der Bau meistens deutlich länger in Berlin. Und wer das nicht glauben kann, hier Beweis A dafür, dass Berlin nichts fristgerecht bauen kann. Und das ist, wie vermutlich jetzt schon jeder weiß, der die Show seit längerer Zeit verfolgt, die Kuppel auf dem Reichstag. Denn diese ist ein Synonym in Berlin geworden für nicht fristgerecht abgeliefertes Bauen. Denn sie war 5 Tage zu spät fertig. Eine weltweit mitbekommene Schande. Ach so, und Beweis B, der BER. Und auch verschreckt eine Enteignung viele potenziell Bauherren in Berlin, die Häuser bauen wollen. Aber Berlin wäre nicht Berlin, hätten wir nicht noch einen Fall im Köcher gegen den Mietwahnsinn. In Berlin hat der rot-rot-grüne Senat heute Eckpunkte für seinen umstrittenen sogenannten Mietendeckel beschlossen. Es ist juristisches Neuland, das die Senatoren für Stadtentwicklung und Wohnen heute betritt. Das Land Berlin will zeitweise verbieten, dass Mieten erhöht werden können. Weil wir ein deutliches Problem haben mit den exorbitanten Mietsteigerungen in unserer Stadt, nicht nur hier, sondern auch in anderen großen Städten ist das zu beobachten. In Berlin ist noch mal besonders hervorzuheben die besondere Einkommenssituation, die ist geringer als in anderen großen Städten.
Kernstück des sogenannten Mietendeckels das Einfrieren der Mieten für 5 Jahre. Ausgenommen davon sind die Erstmieten bei Neubauten. Und das ist an sich erst einmal eine super Idee. Nun könnte man denken, dass ein Mietendeckel jetzt eine super neue Erfindung wäre. Ist er aber nicht. Und wie beim 1. Maisfeiertag, wer hat's erfunden? Genau, die scheiß Nazis. Denn vor dem Zweiten Weltkrieg sollten die Deutschen sich ja bloß nicht mit hohen Mieten abrackern müssen. Und weil nach dem Zweiten Weltkrieg die Alliierten die Sorge hatten, dass es durch die wenigen noch vorhandenen Wohnungen zu massiven Mietsteigerungen kommt, setzten sie einfach weiter auf den Nazi-Mietendeckel. So wie wir heute. Seit fast 15 Jahren boomt unsere Wirtschaft, trotz der Weltwirtschaftskrise und Peter Altmaier als Bundeswirtschaftsminister. Aber die Löhne haben sich in den letzten 15 Jahren wiederum kaum bewegt. Wenn Unternehmen in den letzten 15 Jahren ihre Gewinne verdoppeln oder verdreifachen konnten, gibt es ein riesiges Heer an Menschen, die seit 15 Jahren kaum oder sogar gar keine Gehaltserhöhung bekommen haben. Und dank der Inflation hat ihr Geld damit bei 2% im Jahr nach 15 Jahren ca. 30% weniger Kaufkraft. Das schert aber für Mieter einen feuchten Kehricht. Und das führt dann dazu, dass diese Menschen immer mehr aus der Stadt herausgedrängt werden. Das sind aber nicht Menschen, die im Verborgenen arbeiten, sondern Menschen, die wir brauchen. Keiner will bei einem Blinddarmdurchbruch, dass die Feuerwehr am Telefon sagt, sorry, dies ist eine automatische Bandansage, weil alle Kollegen momentan irgendwo im Stau stehen, weil sie es sich nicht mehr leisten können, in dieser gottverdammten Stadt zu wohnen, in der sie auch arbeiten. Bitte versuchen Sie es morgen noch einmal. Und da hilft ein Mietendeckel auch nicht, wenn nur durch die bloße Ankündigung die Mieten vorher noch einmal schnell maximal erhöht werden. Oder? Und natürlich gibt es viele Reaktionen darauf, zum Beispiel vom Berliner Landesverband von Haus und Grund. Wir schauen uns mal die Homepage dieses Landesverbandes an. Dort steht ganz deutlich geschrieben, ein Countdown zählt runter bis zu dieser Berliner Senatssitzung, dass man unbedingt bis dahin noch die Mieten erhöhen sollte. Herr Warnecke, so ein Countdown auf einer Homepage, der runterzählt und so ja fast schon aggressiv auffordert, die Mieten zu erhöhen. Ist das die richtige Antwort auf so einen Vorschlag? Ich glaube, man kann diesen Countdown wirklich nur verstehen, wenn man die politische Debatte in der Stadt Berlin verfolgt. Hier ist eigentlich die Sachdebatte schon seit einigen Jahren vorbei. Auch Frau Lomscher macht viele populistische Vorschläge und das führt dann letztlich auch zu solchen Maßnahmen. Und Kai Warnecke stellt sich bestimmt auch jedes Jahr zu Silvester hin und meint, der Countdown runter auf 0 Uhr hat nichts mit Silvester zu tun. Oh, 3, 2, 1, Silvester! Feiern in Wohnungen der Haus und Grund kosten ab jetzt 500 € extra, klar? Und so wurden die Mieten extra vor dem Mietendeckel auch massiv erhöht. Denn Vermieter sind ja nicht blöde. Ohne Mieterhöhung in den nächsten 5 Jahren fehlt ihnen vielleicht zum Beispiel Geld für Investitionen oder Instandhaltung. Oder wie bei der Deutschen Wohnen für Koks bei der Shareholderversammlung. Milliardengewinne kann man eben nicht trocken feiern. Das sind doch keine Bauern oder Mieter bei der Deutschen Wohnen. Also lieber die 5 verlorenen Jahre gleich vor den 5 Jahren kassieren, das ist halt nur doof für uns. Denn wenn uns der Zahnarzt sagt, oh, das sieht gar nicht gut aus beim Essbesteck, dann müssen wir wohl in den nächsten 5 Jahren den einen oder anderen Zahn ziehen, dann sind wir erst einmal geschockt. Aber wir haben ja dann 5 Jahre Zeit, um uns zu überlegen, wie wir das nacheinander machen wollen. Ob wir da Implantate in die Lücken setzen wollen oder Brücken oder wie ein echter Berliner einfach ohne Essbesteck in der Kauleiste rumlaufen. Wenn uns aber der Zahnarzt sagt, dann müssen wir wohl in den nächsten 5 Jahren den ein oder anderen Zahn ziehen und dabei schon am Rausreißen der Zähne ist und sicherheitshalber nochmal 5 weitere mitnimmt, dann ist das doch recht suboptimal. Warum der Senat nicht einfach entschieden hat, das Gesetz rückwirkend nur zum 18. Juni zu machen und nicht zum 1. Juni, um all die Erhöhungen nichtig zu machen, weiß vermutlich nicht einmal der Senat selber. Stand eben nicht beim Wikipedia-Eintrag zum Sozialismus. Nur wissen wir am Ende eines ganz sicher, was dann in 5 Jahren mit der Miete für jeden von uns in Berlin wird. Die wird dann nämlich mindestens 1.000 € im Monat teurer. Und was dann in 5 Jahren wirklich passiert, das weiß erst recht niemand im Berliner Senat. Das ist aber auch theoretisch dann das Problem vom nächsten Berliner Senat, denn 2021 sind wieder Wahlen in Berlin. Allerdings, wer weiß, wie viele Berliner dann überhaupt noch in Berlin wohnen. Vielleicht lohnt sich dann gar keine Wahl mehr bei nur noch 700 Bundestagsabgeordneten und 400 Berliner Abgeordneten, die sich dann als einzige überhaupt noch ein Leben in Berlin leisten können. Das war's von uns für heute.
Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin, eine gute Nacht und viel Glück da draußen.